Hello and welcome to a new video on my channel Public Tech Instance. I am aware that there are not really many videos out there comparing different spectros, probably because they are really expensive and it's a seriously niche market. And for that reason I created some subtitles. So if you want to follow along and don't speak German, feel free to enable the subtitles, and if you have questions, just ask in the comment section below. Okay, zurück auf Deutsch. Also, um was geht es in dem Video? Es geht darum, verschiedene Messgeräte zu vergleichen, zum Kalibrieren, um zu gucken, wie vertrauenswürdig sind die verschiedenen Ergebnisse. Und wir haben verschiedene Spektros am Start. Wir haben eins mit 10 Nanometer Auflösung, das günstigste. Das kostet, glaube ich, irgendwo um die 1500. Wir haben ein professionelles Spektro von der Firma Yeti mit 4,5 Nanometer Auflösung. Und wir haben noch eins mit 2 Nanometer, also quasi Cutting Edge, hier und gucken mal, wie die so im Vergleich abschneiden. Besonders gespannt bin ich darauf, wie im Endeffekt verschiedene Display-Technologien aussehen, wenn sie mit dem teuersten Referenzspektro kalibriert wurden. Also sieht weiß auf einem WRGB OLED, auf einem QD OLED und auf einem QLED gleich aus, wenn sie mit dem teuersten Spektro kalibriert wurden. Das ist auch eine Frage, der gehen wir zum Schluss auf den Grund. Falls ihr das also nicht verpassen wollt, bleibt dran. Damit aber jeder, der nicht unbedingt ein Kalibrierprofi ist, versteht, um was es hier geht, habe ich noch eine kleine Zusammenfassung zum Kalibrieren vorbereitet. Und damit würde ich vorschlagen, starten wir auch jetzt. Bei einer Kalibrierung verringert man die Differenz zwischen dem, was der TV laut Eingangsquelle anzeigen sollte, und dem, was dieser tatsächlich wiedergibt. Zum Beispiel kann durch das Messen der Grautreppe herausgefunden werden, ob der TV bei irgendeiner Helligkeit einen Farbstich aufweist, und gegensteuern. Bei meinem LG G2 war über weite Strecken zu wenig Blau und später zu viel Grün im Bild. Auch die Farbwiedergabe kann bei vielen Geräten angepasst werden, um sicherzustellen, dass ein vom Signal angefordertes Zinnoberrot auch wirklich als solches wiedergegeben wird. Das ist zum Beispiel die Visualisierung einer Farbmessung des Samsung M7 Monitors. Dabei repräsentieren die weißen Kästchen den zugespielten Farbraum, die farbigen Punkte hingegen, was vom Display wiedergegeben wurde. Gut zu erkennen ist, dass hier je nach Farbton eine deutliche Abweichung vorliegt. Die Stärke der Abweichung wird mit dem Delta-E-Wert quantifiziert. Zum Berechnen des Delta-E-Wertes gibt es verschiedene Ansätze. Die vermutlich bekanntesten sind Delta-E 2000 und Delta-E ITP. Wird Delta-E 2000 verwendet, sind Werte unterhalb von 3 gut und Abweichungen unterhalb von 1 nicht mehr zu sehen. In sehr dunklen Szenen hat die Formel jedoch Schwächen, weshalb in HDR immer öfter Delta-E ITP zum Einsatz kommt. Mehr Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung unter den verlinkten Quellen. Demnach ist der M7 zwar keine Vollkatastrophe, zur Bildbearbeitung eignet sich das Gerät jedoch nur bedingt. Ebenfalls wichtig ist, dass der TV Helligkeiten relativ zueinander richtig wiedergibt. So sollte eine Grautreppe aussehen. So würde sie aussehen, wenn der TV dunkle Inhalte zu dunkel wiedergibt. So hingegen, wenn sie zu hell wären. Zwar erkennt man so mehr in den dunklen Bildbereichen, in hellen Bereichen verliert man dadurch aber deutlich an Kontrast. Im Idealfall sieht dann ein kalibrierter LG G2 so aus. Die graue Skala liegt komplett unterhalb eines Delta-E 2000 Wertes von 1 und die Farben sind im Schnitt mit 0,9 ebenfalls, wo sie hingehören. An der Stelle will ich noch einmal kurz allen Kaffeekassenspendern danken. Da wären dieses Mal Darius H., Sergei A., Anthony A. und Udo D. Vielen Dank euch. Die meisten wissen, das hier ist ein pures Hobby, unterm Strich bis heute kein Euro verdient. Von daher vielen Dank euch. Jeder Euro hilft. Und falls auch ihr unterstützen wollt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da gibt es verschiedene Mittel und Wege, den Kanal zu unterstützen. Im Zentrum des Kalibriervorgangs steht in meinem Fall ein Laptop, auf dem die Kalibriersoftware Kalman Professional von Portrait Displays installiert ist. Diese Software sagt dann einem mit dem PC verbundenen Testbildgenerator, dass er zum Beispiel Zinnoberrot mit 80 Nits Helligkeit via HDMI an den TV senden soll. Die tatsächlich angezeigte Farbe wird dann mit einem ebenfalls mit dem Laptop verbundenen Messgerät erfasst und zurück zum PC gesendet.
Mit dem aus dem Messgerät erfassten Daten visualisiert Kallmann dann die vorliegende Abweichung. Unterstützt der TV zudem Kallmann Autokall, kann der Laptop diesen sogar automatisch kalibrieren, indem dieser über das WLAN direkt in das Farbmanagementsystem des TVs eingreift. Wie glaubwürdig diese erfasste Abweichung ist, hängt jedoch stark von der verwendeten Messhardware ab, um dessen Vergleich es in diesem Video eigentlich geht. Kolorimeter sind das Mittel der Wahl, wenn es um die Erfassung von vielen Messwerten in kurzer Zeit geht und gehören deshalb in aller Regel zur Grundausstattung eines jeden Kalibrierers. Sie haben nur ein Problem, und zwar dasselbe wie mein Kamerasensor. Die hier gezeigten TV-Modelle basieren alle auf unterschiedlichen Display-Technologien und erzeugen Licht auf unterschiedliche Art und Weise. Links zum Beispiel ein LG G2 mit WRGB OLED-Panel. In der Mitte ein Samsung S95B mit QD OLED-Panel. Und rechts ein QN95B mit LCD bzw. Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Alle wurden von mir so eingestellt, dass sie für mein Auge nahezu identisch aussehen. Auf der Aufnahme hingegen wirkt das QD-OLED-Panel rot, das WRGB-Panel blau und das LCD-Panel grünstichig. In einer Kamera kann mit Hilfe eines manuellen Weißabgleichs ein Korrekturwert ermittelt werden, indem man manuell festlegt, welche Farbe, wie hier zu sehen, als neutral weiß erkannt werden soll. Um einen solchen Korrekturwert für ein Kolorimeter zu erstellen, benötigt man hingegen ein zusätzliches Gerät, ein sogenanntes Spektroradiometer, wie dieses hier von der deutschen Firma Yeti, welches die Lichtquelle eines TVs genau analysiert. Dabei gilt, je höher die Auflösung des Gerätes, desto genauer die Messergebnisse. Hier zum Beispiel die Ergebnisse der Spektralanalyse eines QD-OLED-Panels. Einmal mit 10 Nanometer Auflösung und dann einmal mit 2. Zum Erstellen eines Korrekturprofils wird das Kolorimeter und Spektroradiometer mit dem PC verbunden. Aus der Abweichung der im Anschluss gemessenen Testmuster wird das Korrekturprofil erstellt. An dieser Stelle könnte man natürlich die berechtigte Frage stellen, warum man denn nicht gleich das Spektroradiometer zum Kalibrieren nutzt. Kurz gesagt, das liegt an der deutlich langsameren Messgeschwindigkeit eines Spektros. Aber schaut am besten einfach mal selbst. Hier die Messung einer Grautreppe im direkten Vergleich. Zudem messen High-End-Kolorimeter auch weit unterhalb von einem Nit noch sehr schnell und präzise. Das recht preiswerte und gerne unter Hobby-YouTubern genutzte i1-Display Kolorimeter zum Beispiel steigt unterhalb von 0,5 Nits recht schnell aus und meldet ab einem gewissen Punkt nur noch 0 Nits. Weshalb mit diesem zum Beispiel der Black Crush von LG OLEDs nicht zu messen ist. Zumindest nicht mit meinem Gerät. Das günstigste Modell im Test ist ein X-Rite i1 Pro 2, welches ich auf eBay für rund 600 Euro bekommen habe. Das Nachfolgemodell i1 Pro 3 ist online für um die 1800 Euro zu bekommen. Die optische Auflösung beträgt 10 Nanometer. Der Helligkeitsbereich liegt zwischen 0,2 und 1200 Nits bzw. Candela pro Quadratmeter. Etwas nervig ist, dass dieses vor jeder Kalibrierung auf einer Referenz-Weißfläche initialisiert werden muss. Dafür verfügt dieses über eine zusätzliche eingebaute Lichtquelle, wodurch man zum Beispiel auch Drucker kalibrieren kann. Der zweite Kandidat ist das Yeti 1511 für 7.350 Euro netto. Die optische Auflösung beträgt 4,5 Nanometer. Der Helligkeitsbereich liegt zwischen 0,2 und 140.000 Nits. Dank integrierten Display ist das Ganze auch standalone nutzbar. Zudem wird Bluetooth unterstützt und es gibt einen integrierten Laser, um zu sehen, welchen Bereich man misst. Praktisch zum Beispiel bei der Kalibrierung von Projektoren. Das zweite Gerät kommt ebenfalls von Yeti, heißt ebenfalls 1511, ist aber die Hi-Res-Version für 8.418 Euro netto. Die optische Auflösung beträgt 2 Nanometer. Der Helligkeitsbereich liegt ebenfalls zwischen 0,2 und 140.000 Nits. Auch dieses Modell ist dank integriertem Display standalone nutzbar, unterstützt Bluetooth und verfügt über den integrierten Laser. Eine Info vorab. Für das 4,5 Nanometer Yeti 1511
war am 12.04.2023, also vor circa einem Monat, die jährliche Kalibrierung fällig. Ein Teil der gemessenen Unterschiede könnte also darauf zurückzuführen sein. Laut meinem Kontakt bei Yeti selbst wäre diese Abweichung allerdings zu vernachlässigen. Zum Vergleich der Messgeräte wurden mit allen Messgeräten dieselben Testmuster an derselben Stelle des Bildschirms gemessen. Jeder in Kalman dargestellte Delta-E-Wert der beiden Yeti-Geräte ist zudem ein Mittelwert aus 5 aufeinanderfolgenden Messungen. Die Winkelunterschiede der Messgeräte relativ zur Displayoberfläche können vernachlässigt werden, da diese, wie ich im Vorfeld ermittelt habe, erst ab einem recht offensichtlichen Winkel anfangen, die Ergebnisse nennenswert zu beeinflussen. Starten wir mit dem Vergleich der Messgeräte anhand des QD-OLED-Displays des Samsung S95Bs. Den Anfang macht das günstige i1 Pro 2. Im direkten Vergleich sind die Unterschiede dramatisch. Denn laut dem 2 Nanometer Yeti ist der Weißpunkt mit der Abweichung von Delta-E 0,23 nahezu perfekt eingestellt. Das 10 Nanometer i1 Pro meldet hingegen eine Abweichung von Delta-E 4,11 und ist daher zur Profilierung eines Kolorimeters absolut nicht geeignet. Mit dem i1 kalibriert wäre das Bild am Ende viel zu grün. Schaut man sich die spektrale Energieverteilung oder kurz SPD der beiden Spektroradiometern an, sieht man schnell, warum das so ist. Denn durch die geringere Auflösung entgeht dem i1 Pro 2 die sehr schmale Spitze im Bereich Blau. Noch besser zu sehen, wenn man die beiden direkt übereinander legt. Aber auch der Rest der SPD ist nicht genau gleich und trägt mit Sicherheit zur Abweichung bei. Die letzte Hoffnung für i1 Pro Besitzer wie mich war dann der High-Res-Mode des i1 Pro 2, welcher in der Kalibriersoftware HCFR verfügbar ist und unter 4 Nanometer Auflösung ermöglichen soll. Zwar liegen die SPDs der beiden Geräte nun deutlich näher beisammen, wirklich geholfen hat aber auch das nicht. Denn kalibriert man den Weißpunkt direkt in HCFR auf ein Delta-E von ca. 0,5, muss man dazu fast genauso viel Rot und Blau herausregeln wie mit dem 10 Nanometer Mode in Kalman und ist daher ebenfalls unbrauchbar. Auch zu sehen, wenn man den in HCFR kalibrierten Bildmodus mit dem 2 Nanometer Yeti misst. Die richtige Einstellung laut 2 Nanometer Spektro wäre es hingegen, alle Regler auf 0 zu lassen. Was auch bedeutet, dass der TV bereits ab Werk den Weißpunkt nahezu perfekt getroffen hat. Warum das aber am Ende nur halb so schlimm ist, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Sehr ähnlich hingegen ist die Messung der Helligkeit. Deutlich bessere Ergebnisse liefert hingegen das Standard Yeti mit 4,5 Nanometer Auflösung. Zwar ist auch hier eine Abweichung messbar, doch mit einem Delta-E von 0,82 versus 0,23 liegt diese noch im grünen Bereich. Einzig die Helligkeitsunterschiede fallen auf. Denn während das i1 Pro 2 nahezu denselben Wert wie das 2 Nanometer Referenzspektrum meldet, liegen zwischen den beiden Yetis ca. 15 Nits bzw. rund 5%. Hier auch mal die beiden SPDs übereinander gelegt. Noch etwas besser sieht man den Unterschied, wenn man die beiden anhand ihres Rotpeaks übereinander legt und dann zwischen den beiden hin und her schaltet. So viel zu den Messwerten. Um jetzt ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Unterschiede in der Praxis bedeuten, habe ich im Anschluss jeweils ein Bildprofil mit einem der 3 Spektros kalibriert und zwischen diesen hin und her geschaltet. Der Weißabgleich der Kamera wurde dabei auf das Profil gelegt, das mit dem 2 Nanometer Spektro kalibriert wurde. Hier nun die 4 Bildprofile nebeneinander. Glücklicherweise spiegelt die Aufnahme relativ gut wider, was ich auch mit dem Auge sehen konnte. Das 4,5 Nanometer Yeti ist einen Hauch gelblicher und die beiden i1 Pro Profile deutlich zu grün. Weiter ging es mit dem LG G2. Wie bereits vermutet, liegt das i1 Pro 2 und das Yeti 1511 beim Messen eines WRGB OLED-Paneels mit einer Delta-E-Differenz von ca. 1 beim Weißpunkt deutlich näher beisammen. Da das Delta-E immer die Abweichung vom Idealwert unabhängig der Richtung angibt, könnte es auch ein klein wenig mehr sein. Die Helligkeit ist jedoch spot-on. So sehen die beiden SPDs im direkten Vergleich aus. Ähnlich sieht es beim direkten Vergleich zwischen dem 4,5 und 2 Nanometer Yeti aus. Auch hier liegt der Unterschied bei ca. 1. So sehen die beiden SPDs aus. Um für das Ganze ein Gefühl zu bekommen, habe ich auch hier wieder 3 Bildmodi entsprechend kalibriert, den Kamera-Weißabgleich auf das 2 Nanometer Profil gesetzt und dann die 3 verglichen. Ähnlich wie beim QD-OLED-Panel wirkt das mit dem 4,5 Nanometer Yeti kalibrierte Profil ein kleines bisschen gelblicher. Das 10 Nanometer Profil des i1 Pro 2 hingegen ist etwas rötlicher.
Auch gut zu erkennen ist, dass das Bild nur genau in der Mitte den eingestellten Weißpunkt trifft. Am oberen und unteren Rand kippt das Bild wegen der Blickwinkelinstabilität bereits ins Grüne ab. Als nächstes kam dann der QN95B mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung an die Reihe. Bei diesem liegt zwischen dem i1 Pro und dem Yeti mit 2 Nanometer mindestens ein Delta-E von 1. Da die Messergebnisse aber in fast entgegengesetzte Richtungen zum Zentrum abdriften, könnte es auch 1,5 bis 2 sein. So sehen die beiden SPDs aus. Zwischen dem 2,5 und 4,5 Nanometer Yeti lag ein Delta-E von ca. 1,7. Wie zuvor scheint besonders Blau etwas anders erfasst zu werden. Interessant war dann aber, dass sich zwischen den verschieden kalibrierten Bildmodi kaum bis keinen Unterschied mit dem Auge erkennen konnte, wodurch meiner Meinung nach ein i1 Pro 2 für diesen QN95B absolut ausreichend ist. Ich muss jedoch dazu sagen, dass das vermutlich an dem etwas inhomogenen Panel und den Blickwinkel aufweisenden Filtern liegt. Auf einem IPS-Monitor sind mir die Unterschiede nämlich ähnlich groß vorgekommen wie auf einem WRGB OLED. Richtig spannend wurde es dann noch einmal zum Schluss, denn angeblich sollten die 2 Nanometer Auflösung, besonders bei Laserprojektoren, einen deutlichen Unterschied machen. Verglichen wurden die beiden Yeti im Zusammenspiel mit einem JVC DLA NZ8 8K HDR Laserbeamer. Und ja, die Unterschiede sind krass, denn das 4,5 Nanometer Yeti liegt mit einem Delta-E von 6,95 zu 2,38 deutlich daneben und meldet viel zu wenig Blau. Warum das so ist, lässt sich ziemlich leicht an der SPD erkennen. Die Laserlichtquelle ist so dermaßen sparbandig, dass das 4,5 Nanometer Spektrum diesen einfach nicht richtig erfassen kann. Es stimmt also tatsächlich, wer Laserprojektoren kalibrieren will, ist gut damit beraten, in ein hochauflösendes Spektrum zu investieren. Ähnlich sah es bei diesem Hisense Laser TV aus. Die P3 Farbraumabdeckung lag übrigens bei rund 78% UV, BT 2020 bei 57% UV. Und so sah die EOTF-Kurve für HDR aus. Für HDR sind die Geräte also nur bedingt geeignet. SDR funktioniert hingegen recht gut. Besonders Hauttöne waren der Hammer, aber ich drifte ab. Bilder zu dem Ganzen habe ich leider keine, da ich die Messungen in einem Geschäft gemacht habe und keine mit meiner Kamera auf die Nerven gehen wollte. Dass das 2 Nanometer Modell im Vergleich zum 4,5 Nanometer Modell bis zu 4-mal langsamer misst, ist meiner Meinung nach, zumindest wenn man das Spektrum nur zum Profilieren nutzt, kein wirkliches Problem. Hier mal eine Messung im direkten Vergleich. Helle Testbilder werden von beiden Geräten recht schnell ausgelesen. Stärker werden die Unterschiede beim Messen dunkler Flächen. Was wirklich nervt, ist, dass man Messungen in Kalmar nicht abbrechen kann. Löst man nämlich aus Versehen die Messung einer Grautreppe aus, kann die Messung der 0% Testfläche auch mal mehrere Minuten dauern. Extrem gespannt war ich darauf herauszufinden, wie ähnlich ein WRGB, QD-OLED und QLED aussehen, wenn sie mit einem 2 Nanometer Spektrum auf denselben Weißpunkt kalibriert wurden. Dazu habe ich dasselbe Signal an alle 3 TVs gesendet, mit dem 2 Nanometer Yeti 1511, so eingestellt, dass alle unter einem Delta-E von 0,5 lagen und dann verglichen. Da Augen anders als Kamerasensoren auf unterschiedliche Leuchtquellen reagieren, kann ich euch das Ganze natürlich nicht angemessen visualisieren, sondern nur beschreiben. Also, der LG G2 sieht dem QLED recht ähnlich. Nicht komplett identisch, aber ähnlich genug, damit ich die beiden, stünden sie in unterschiedlichen Räumen, nicht unterscheiden könnte. Der Unterschied ist in etwa so groß wie die Unterschiede zwischen den beiden Bildprofilen des G2 mit 2 und 4,5 Nanometern. Der S95B hingegen wirkt viel zu grün. Um den Samsung S95B visuell dem G2 anzugleichen, musste ich den Grün-Gain um ganze 8 Punkte reduzieren und anschließend noch etwas Blau herausnehmen. Misst man das Ganze im Anschluss mit dem 2 Nanometer Spektrum, ergibt sich ein Delta-E von ungefähr 7, wodurch mir selbst das 2 Nanometer Spektrum nur bedingt ohne Weißpunktanpassung zum Kalibrieren eines QD-OLEDs geeignet scheint. Wie ich gelesen habe, gab es bei Sonys BVM OLED-Referenzmonitor ein ähnliches Problem, weshalb man für diesen einen alternativen Weißpunkt ermittelt hat. Kann gut sein, dass ein solcher auch für QD-OLED-Displays sinnvoll sein könnte.
Wirklich verwirrend war zudem, dass Michael von XMS Media Solutions den QD OLED rötlicher als den G2 wahrgenommen hat, während meine Freundin diesen ebenfalls als zu grün empfand. Sollten QD-OLED-Displays von Mensch zu Mensch so unterschiedlich wahrgenommen werden, würde das die Ermittlung eines einheitlichen Offsets sicherlich schwierig machen. Ich für meinen Teil habe den Weißpunkt meines S95Bs nun so eingestellt, dass er visuell meinem mit dem 2 Nanometer Yeti kalibrierten Laptop-LCD-Display ähnlich sieht und das Ergebnis dann als neutralen Weißpunkt in Kalman zum Kalibrieren übernommen. Falls ihr wissen wollt, wie man so einen Perceptual Match in Kalman durchführt, schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich einen Artikel direkt auf Kalman verlinkt. Kommen wir zu einem Fazit. Ich fand das Ganze extrem spannend. Ich konnte mir viele Fragen beantworten, die mich schon seit Jahren quälen und die ich nicht irgendwie in Forenbeiträgen recherchieren konnte. Von daher vielen, vielen großen Dank an alle beteiligten Personen, denn wie gesagt, es ist sehr teuer gewesen und sehr nischig. Es ist also kein Umsatz mit diesem Video zu generieren, da bin ich mir absolut sicher. Ich fand es halt nur extrem spannend und wollte es deshalb machen. Deshalb danke an XMS Media Solutions, an Kalman, an Yeti und natürlich den Store, in dem wir die Laserprojektoren messen konnten. Würde ich mir jetzt einen Yeti kaufen, also wäre ich professioneller Kalibrierer, würde ich das Geld für das 2 Nanometer Spektrum in die Hand nehmen. Denn ich habe auf jeder Display-Technologie, abgesehen vom QN95B, aber auf IPS dann wieder, Unterschiede zwischen den 4,5, 2 und 10 Nanometer Profilen gesehen. Und das 2 Nanometer lag immer genau zwischen dem 10 und 4,5, von daher, es erschien immer wie das neutralste Ergebnis. Ich würde es investieren, auch, und das fand ich besonders spannend, wenn ich jetzt gemerkt habe, dass man für einen QD OLED besser immer einen Perceptual Match macht. Also selbst das mit dem 2 Nanometer spektroprofilierte Panel hier hinter mir sah nicht gleich aus wie ein LCD oder ein WRGB OLED. Da lag immer irgendwie ein Delta E visuell von ungefähr 7 dazwischen. Ich bin jetzt dazu übergegangen, den Perceptual zu matchen. Also ich habe das 2 Nanometer Spektrum genutzt, um hier meinen Laptop-Bildschirm zu kalibrieren, habe den neben den Fernseher gehalten, den dann so eingestellt, dass sie gleich aussehen, den Weißpunkt dann in Kalman eingemessen, als neutral weiß gesetzt und damit dann weiter kalibriert. Würde ich auch jedem i1 Pro 2 Besitzer empfehlen, damit kommt ihr deutlich näher an ein ideales Ergebnis, als wenn er jetzt ein Profil von einem 2 Nanometer Spektrum nutzt. Coole Erkenntnis, fand ich spannend. Und dann Laserprojektoren braucht man unter 2 Nanometer gar nicht anfangen. Also die Unterschiede zwischen den 4,5 und 2 waren immens. Ich glaube Delta E4 oder was, ich kann es nochmal einblenden. Würde ich nicht machen. Also wer sowas kalibrieren will, 2 Nanometer, kommt man glaube ich nicht drum rum. Man kann allerdings, wenn man ein bisschen Geld sparen will, die Version ohne Display kaufen. Es gibt das 1501 heißt glaube ich, im Prinzip ähnlich aufgebaut, selbe Leistungsdaten, aber deutlich günstiger. Nicht günstig, aber günstiger. Und dann kommt demnächst, ich glaube Ende diesen Monats, Ende Juni ist das, haben sie jetzt auf der Messe das neue Modell 2501 vorgestellt. Vielleicht kriege ich das ja Ende des Jahres nochmal zum Testen rein. Yeti, ich hätte Bock. Und dann, naja, ich glaube, das soll es dann erstmal gewesen sein. Was kommt als nächstes? Als nächstes mache ich einen Firmware-Check für den S95B. Da kam ja vor ein paar Tagen die 15 Schlag mich tot raus. Und dann, besonders spannend, die kleine Box hier, die hat mir Michael gegeben. Da kann man im Prinzip die Playstation an einer Seite anschließen. Hier geht man dann zum Fernseher. Und diese Box manipuliert die Metadaten, wodurch man den Spielemodus bei 1000 Nits zum Klippen bekommen kann. Also ähnlich wie das bei HGNG vorgesehen war. Wie gut das funktioniert, kommt vielleicht auch noch ein Video zu, fand ich extrem spannend. Er hat mir auch ein Messgerät gegeben, mit dem ich die Input-Latenz des Fernsehers messen kann. Schauen wir mal, wie viel Eingabeverzögerung diese Box da hinzufügt und ob es eine permanente Lösung ist. Spannend, okay. Das soll es aber jetzt gewesen sein. Wie gesagt, Daumen nach oben, falls ihr das Video informativ fandet. Ein Abo, falls ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao.